Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Terminator Resistance. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich. Danke erstmal für eure Unterstützung. Freut mich wirklich, dass das Projekt so gut bei euch ankommt. Und dass ihr das auch so kräftig unterstützt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir haben ja, wie gesagt, Robocop vor kurzem erst durchgezockt. Das kam mir eigentlich auch richtig gut an, aber ja, man weiß ja trotzdem nie. Dementsprechend vielen Dank an alle Unterstützer und Supporter des Projektes, Freunde. Wir machen weiter. Ach du Scheiße. Komm her, komm her. Komm, ja, komm. Das Magazin ist so klein, ey. So. Ach, die gehen kaputt? Okay, krass. Krassere Zerstörung als in Call of Duty. Naja, wir haben ja ein bisschen Munition, wa? Wir haben ja ein bisschen Munition. So, let's go. Ja, frisst die Kugeln, Kugeln sag ich schon. Verrecke! Schwein! Okay. Da vorne? Not good enough, needs to be perfect. Qualität. Ich habe jetzt beim zweiten das nicht gesehen, die Qualität. Komm, zeig dich. Sei nicht schüchtern. Komm. Komm. Not good enough, needs to be perfect. Schlecht. Not good enough, needs to be perfect. Was heißt denn perfekt, Junge? Wie nah soll ich da rangehen? Oh, die Scheiße. Not good enough, needs to be. Was ist daran nicht perfekt? Muss der am Leben sein? Anscheinend schon. Wo ist er? Ach du Scheiße. Also, keine Ahnung. Hilfe! Au, au, au! Wo ist eigentlich mein Ziel? Achso, ja, ich muss jetzt zu der Signalstärke, stimmt. Alles gut. Hilfe, Hilfe! Der checkt gar nichts, zum Glück. Ey, diese Musik, diese Terrormusik. Verliert mich das Flugzeug auch irgendwann nochmal? Oder bleibt das die ganze Zeit an meinem Arsch? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Erstmal hier rein, Leute. Erstmal hier rein. So. Okay. Oh, man merkt, sag mal, nee, das ist das alte Gebiet, weil ich wollte nämlich gerade sagen, die wieder, benutzen schon wieder die gleichen Gebäude und so, ne? In neuen Gebieten quasi, aber das ist das alte Gebiet. Einfach nur. Aber selbst wenn, wäre jetzt nicht schlimm, finde ich. Wie gesagt, bei so einem kleinen Studio, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das sind, wahrscheinlich nur 20, 30 Leute oder so. Schätze ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen. Okay. Okay, da vorne ist einer. What's that music? Boah, ich glaube, es gibt ja keine Probleme mit der Musik. Seems to be coming from upstairs. Who left this here? It's probably a Ach, trap. dein Ernst. Haben wir noch so ein Messer? Haben wir noch so ein Messer? Ne, haben wir nicht. Scheiße. Mann, dieser Schädel ist so klein, ey. Und tschüss. Scheiße.
Bin ich tot? Nee, okay. Warum ist der Bildschirm komplett rot? Stirb! Better be worth it, Ryan. Ja, Ryan. Ryan. Gut, okay, das hätten wir. Ist das wie gemalt? Okay, gut. Ja, ganz gut, wenn wir das, glaube ich, auch mitnehmen, oder? Ey, Freunde, wie gesagt, Mann, die sollen gerne noch mehr solche Spiele machen. Sollen sehr, sehr gerne noch mehr solche Spiele machen. Wie gesagt, so Rambo würde ich auf jeden Fall nochmal nehmen. Rambo wäre nochmal geil, wenn die jetzt das nochmal machen würden. That's where the outpost used to be. I hope that destroying it slowed them down at least. Ja, alles gut. Mit den Skills, die sie jetzt haben, nochmal ein Rambo-Game, Ego-Shooter-Style. Wäre geil, Mann. Wäre geil. Okay, wie komme ich da jetzt hin? Okay, mit der Map. The signal's getting stronger. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Geh doch kaputt! Ey, bevor der von hinten kommt, nutze ich die Chance und schieße ihn mit der Tonne ab, ey. Wir haben den Treffpunkt erreicht, hatten jedoch keinen Kontakt zu Commander Baron. Warum schickt sie uns hierher? Dieser Tag wird immer seltsamer. Ohne Funkkommunikation wird dieser Ort ganz einsam. Gottverdammt, Guma, wie lange musst du denn noch pissen? Baron was right. Skynet's listening. Time to look for the second track. Boah, die Musik, Junge, hör doch auf, ey. Not good enough. Needs to be perfect. Was will er mit perfekt? Was will er denn mit perfekt? Ohne, dass er mich entdeckt hat wahrscheinlich, oder? Aber dann übelst nah an seinen Metallarsch. Einfach reinhalten, Junge, wie beim Pornodreh, Junge. So sieht es nämlich aus. Weg mit euch. Okay. Geh mal einfach nur. Okay. Okay. So, der andere blaue Punkt ist dann wahrscheinlich auch wieder nur Flammenwerfer oder was? Wie gemalt, ja. Ja, keine Ahnung, ja. Wahrscheinlich will er wirklich wahrscheinlich das Bild haben. Oder habe ich zu nah rangezoomt? Oder ich weiß nicht, was will er denn, ja?
needs to be perfect. Wenn er mal wenigstens sagen würde, was denn das Problem ist. Weißt du, bin ich so weit weg? Aber er sagt ja nichts. Not good enough. Not good enough needs to be perfect. Tja, Junge, was soll ich dazu sagen? Oder? Got it. Alles klar. Und tschüss. Geht doch. Aber was war jetzt anders als davor, bei dem, der auf mich losgegangen ist? Keine Ahnung, vielleicht habt ihr das gecheckt. Was war das? Weiß ich nicht. Vielleicht der Zoom-Faktor? Wahrscheinlich, ja. Okay, also. Die Prozente gehen hoch, die gehen hoch, die gehen hoch. Komm doch. Ja, hier irgendwo bestimmt. Nee, da geht's wieder runter. Hier lang wahrscheinlich. Another storage facility. Keep popping up. Take care of it. Slow it down. I think I'm getting closer. It's got to be here. Ja, ja, alles gut, wir haben es ja gleich. Okay, direkt Munition, Mann, direkt Munition. Birds of Prey. Sie sind wieder vorbeigekommen. Seitdem Skynet in Pasadena war, sind alle brutaler, verzweifelter und hungriger. Ich weiß nicht, wie lange ich meine Babys schützen kann. Ich werde aber bis zum Tod kämpfen, wenn es sein muss. Achso. Nee. Nicht direkt neben der Leiche, oder? Ah, hier. They got him too. His goggles look intact. Let's see the last picture he took. The infiltrator. It's back. Baron was right. Commander. Talk to me. They're dead. Everything turned out the way you said it would. Copy that. Get out of there. We need to figure out our next move. Let's meet at the docks. Get there as soon as possible. Over and out. Over and out. Lass den Außenposten mitnehmen. Give out our location. Komm, den lassen wir nicht zurück. So, Fertigkeiten. Schlüssel. Warte. Ich gucke erstmal kurz, was ich vielleicht hier brauche, um da reinzukommen. Mittel nur, okay. Sehr gut. Ach, ich dachte, der wäre tot komplett. Also kaputt, meine ich. So Scheiße. Kommt doch. Noch ein bisschen. Holy shit. Okay. Headglitchen geht bei denen nicht, oder was? Die können eigentlich, ey, ohne Scheiß. Also Rambo wäre geil.
Rambo wäre geil. Ich wollte jetzt gerade, irgendwie fiel mir jetzt gerade, ich weiß nicht warum, weil ich gerade so wegen Treffsicherheit gedacht habe, dachte ich ja irgendwie so an die Sturmtruppler aus Star Wars. Weil die würden mich jetzt nicht treffen. Das war so irgendwie mein Gedanke. Und dann wollte ich sagen, ey, das wäre auch ganz cool, wenn die einfach einen Star Wars Shooter machen würden. So einfach oldschool-mäßigen Star Wars Shooter. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander bringe, die Titanfall mache und Star Wars Jedi Fallen Order machen die nicht sogar einen Ego-Shooter im Star Wars Universum? Ich glaube, die machen sogar einen, ne? Würde ich ja eigentlich anbieten. Warum nicht? Also es wird ja einfach perfekt anbieten eigentlich. So. Aber die können ja auch einen machen. Warum nicht? Wäre doch geil. Wäre doch geil. Würde ich zocken auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall zocken. Das war very knapp, Mann. Wie weit muss man denn wegrennen eigentlich immer? Komplett oder was? Nee, okay, ja, okay, ist ja gut. Lass mich kurz nochmal die Kisten hier mitnehmen. Ja, wie gesagt, Star Wars wird es ja anbieten, ne? Das wäre auch geil, wenn die einfach so eine Oldschool Star Wars Shooter machen würden. Vielleicht, wo du einfach so ein Droide bist, einfach sogar. Wo du einfach ein Droide bist. Einfach so eine IG-Einheit oder sowas. Das wäre doch... Ja, das ist so. Boah, komm, weißt du was, lass einfach ganz normal wieder zurücklaufen, ne? Das wäre cool. Rambo wäre cool. Es muss ja irgendwie eine gewisse Marke noch sein, die ein bisschen Fanliebe noch hat. Theoretisch... Ich weiß nicht, mir fällt jetzt auch gerade einfach Stirb langsam ein. Wäre auch geil, wenn du da einfach reingehst, Alter, und das Gebäude sowas von den ganzen Leuten, ne? Aber das ist halt die Frage, ob das Sinn machen würde. Ach, lass mich! Ach, scheiße, Digga. Boah, bevor der geschossen hat. Was ist eigentlich diese Schlösser? Das habe ich noch nicht ganz gerafft. Was ist das hier eigentlich? Einfach so Safe-Häuser wahrscheinlich, ne? Achso, einfach so verriegelte Türen, ne? Ja, okay, gut. Ich wundere mich nur, dass es schon von vornherein... Ah, Junge, diese Puppen, Alter. Von vornherein schon angezeigt wird. So, Hacken, Mittel. Ups, Alter, Junge, habe ich mich erschreckt bei dem scheiß Geräusch. Boah, Junge. Das erste Mal das scheiß Geräusch gehört hier. Verdammt nochmal. So, einmal speichern. Einmal hier auf jeden Fall immer schön die Munition holen. Sehr gut. Wir müssten doch jetzt... Wir haben sogar alle Missionen gemacht. Ging noch relativ schnell jetzt. Sogar. Das ging noch relativ schnell jetzt. Das war erfolgreich. Das gefällt mir. So muss es sein. So muss es sein. Dock-Ruinen. Der Infiltrator ist wieder da. Commander Baron möchte persönlich sicherstellen, dass wir ihn ein für alle Mal aufhalten. Ich werde mich mit ihr an den Docks treffen, um unseren nächsten Schritt zu besprechen. You're still alive? Good. Apparently Skynet's got a real hard-on for you. So we figured why not use you as bait? Aren't you afraid that Skynet will bring a lot of firepower if they know we're both here? Afraid? No.
Prepared for that eventuality? Yes. We've got eyes on the ambush site from every angle. If anyone shows up, it means they were listening. What if it's one of our guys, or just a scavenger? Too bad. We can't have anyone or anything sabotage our plan. Not this time. This time? We were very close once before. For years, we've been preparing for the final attack. But it took just one man to fuck everything up. That day, Perry, our previous field commander, died, and I inherited control of South Division. Since then, I've been making sure that no one fucks up again. We've got movement. Take position. What do you have? A hooded man's walking down the street. Might be a scavenger. Rivers, you saw him. Is it the same model? Is it the infiltrator? I can't tell. We're waiting for your signal. I think that might be it. You think? Good enough for me. Cease fire! Cease fire! Target down! I repeat, target down! Go check him! Eyes on the target. Proceed with caution. Is he dead? What the fuck? It's the target! It can't get away! Fire at will! He's in the open! It's in Junge, the open! It's a fucking machine! der hält aber aus, so. Der hält aber aus. Okay, okay. Hands backed against the wall! We've got it now! What the fuck? Everyone on me! Ja, 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 du bist die Knallharte, du. It's carrying a second generation plasma rifle! I want it! It won't fucking die! Shoot! Ich will die Knarre auch haben, ey. Schön mit den lilanen Geschossen. Oder so lila-blau, daran erkennt man die. Generation, Celebration. Junge, wie die komplette Kleidung langsam abblättert. It's on the move! Take cover! Warte. Die Gratis-Munition nehme ich mit. Heilige Scheiße, Junge. Open fire! That's one ugly son of a bitch! Hat das getroffen, Junge? Silvester ist jetzt schon, ey. Not again! Follow it! Da rennt er plötzlich. It's inside! Rivers! Rivers, we're trying to get through. You can't let it get away, you hear? Ich glaube, der hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm, ey. Boah, ich sehe gar nichts, das ist so hell, Alter. Ich muss hier raus, ey, du kannst mich da nicht reindrängen, meine ich. Komm jetzt, komm!
Commander, Boah, Junge. we got it. We got it. We finally got it. Good job, Rivers. Stay there. We're on our way. Der Infiltrator ist endlich gefallen. Sein Hyperlegierungskampfchassis war viel widerstandsfähiger als zuvor. Unsere Waffen konnten nichts dagegen ausrichten. Doch, wir haben ihn doch zerstört mit den Waffen. Wenn wir es kaum mit einem von ihnen aufnehmen können, dann werden wir gegen eine ganze Armee keine Chance haben. Der wahre Grund dafür, weshalb der Infiltrator Skynets beste Waffe war, war jedoch seine Haut. There was no doubt anymore. Skynet had created a cybernetic organism. It was designed to blur the line between a man and a machine. People started to think that there were Terminators amongst us, wolves in sheep's clothes. Some of us left, even though we hadn't seen any other infiltrators yet. Or at least, we didn't think we had. And that fear of not knowing was what turned the tide of this war. That night, Skynet won. I still have to run some tests, so for now I would say no. We need some more time, I know Connor. you don't want to hear this, Commander, but if there's one person who can help us, it's Dr. Mack. Mac, we don't even know if he's alive. He is. He's in the Hollywood Hills. We knew a time would come when we'd need him again, so we've kept an eye on him. Wait. You've been watching him without telling me? Let your emotions cloud your judgment before, Commander. That's why I decided that Mack's whereabouts were no longer This is your bullshit. concern. He can't just magically fix all of our problems. He's a man, not a god. A man that makes That's enough, mistakes. Commander. You know what happened last time. He's the reason Perry's I dead. said that's enough. Sergeant Rivers? Yes, sir. TechCom believes that being marked for termination is a badge of honor, a sign that we're doing something right. We wear it proudly. And knowing you're wearing such a badge, Rivers, is all I need to trust you with handling this mission. Commander Barron will fill you in on the details. Good luck, soldier. Over and out. Looks like you're going to Hollywood Hills. Dr. Edwin Mack is the one who taught us how to use Skynet's weapons, so there's a chance he can do it again. Take him that second-generation plasma rifle and see if he's able to reprogram it. If we want to use Skynet's weapons, we need to bypass their encryption lockouts. How will I find him? He's obsessed with surveillance. So when you get there, look for any cameras, biometric sensors, or any other tech stuff. He should be around. That's it. Ah, nice, schön Level up, ja. Finde Mac. What do you need? Anything I should know about Dr. Mack before I leave? Only that he can't be trusted and he's highly manipulative. So you need to stay cautious. Was Mack the one whose drone you smashed? Yes. Yes, it was. I've never told this to anyone, but before I met Mac and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys, old enough to remember Judgment Day. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? See, there are still good people out there. They weren't good. Although, not cutting my throat in my sleep makes them more or less gentlemen. When I woke up, all my things were gone, including my map. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. You're lucky someone found you. Someone did find me. Too bad it was Skynet. Through the window, I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp. But it was something else. A Skynet research facility. They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there.
But after a while, someone came into my cell. A man. Well-dressed, clean-shaven. You want to take a guess who that was? An infiltrator. In a way. He was a traitor to his race. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a whore. It lasted months, until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. You don't want to see people for what they really are. I've seen their true face. That traitor, those two guys in the desert, Mac, they all showed it to me. It's not pretty. The truth is, the only reason I fight for the Resistance is because I despise people just a little less than the machines. Tja, kann man verstehen. Und wie der da steht, ey. Sure, let's trust someone who gets called Dr. Death. That won't bite us in the ass. In the meantime, I'll see what I can learn from the new CPU we acquired from that infiltrator. This could be the breakthrough that we've all been waiting for. I need to concentrate, so please don't disturb me. Das ist ja gut, ja. Ja, damit. Jacob, do you have a minute? Of course. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. I wonder if Peter went there and left something for me. I know he'd be stupid to go there, since now it's behind the Annihilation Line, but then again, he was always full of stupid ideas. I'll see what I can do. Thank you. Okay, Aarons Ehemann. He never talks to anyone. He just sits there. I bet he's one of those machines. Haben die noch was zu sagen? Hey, jo, was geht? Jacob, What's the situation like in the shelter? not that great. People are getting nervous. A lot have already left, and even more plan to leave. Even Mark and Laura saw him packing earlier. And what about you? Just the thought of running again's making me sick. Must be getting old. Plus, we got everything we could need right here. Where else would I go? Besides, I have faith that Baron would never let anything happen to this place. She's way too uptight about security. Earlier, you said that a new era started. What changed? Well, for one thing, with Tucker dead, I became the new leader of the group. Something I never expected or wanted, for that matter. What did you do about it? That same night, I looked around at all those people who survived, and I felt scared. Scared of what they expected of me. I started to walk away like I was on autopilot. I don't know if I wanted to run away or to kill myself, but then something surreal happened. I found a metal door in the ground in the middle of nowhere. I was real unsure about what I might find under it, but what I did find was the aftermath of a massacre. More Terminators? That's exactly what I thought at first, but it turned out to be something even more scary. It looked like they decided to commit suicide. I couldn't understand it. To me, they had everything. Food, water. They even had a case of beer. So, I got shit-faced and started crying over my brother's death. But I realized something. I realized that I could maybe survive there. Did you stay there by yourself? No. I told everybody about the place. I felt I owed them. After that, we were all right. That night, I learned two things.
Firstly, that it's okay to be scared. Secondly, that there are two sides to everybody. Ironically, me being a scaredy cat turned me into a good leader. And that's how I found that place, and that's what motivated me to help others. But Tucker, well, he was a leader from the start, but he had an ugly side too. He killed those who opposed him. He was a real scumbag, but he was my brother. He made me want to be a good person for the both of us. A hangover wasn't a high price to pay for that lesson. Oh Mann, ey. Ich muss ja sagen, scheiße, jetzt brauchen wir die Munition. Scheißdreck, ey. Jetzt haben wir von der anderen so viel gemacht, oder? Gut, wo ist die Knarre denn? Wir haben die doch, haben die doch mitgenommen, oder? Ist es nicht, ist es, was war das jetzt? Ich dachte, das wäre jetzt die Waffe. Oder habe ich jetzt Tomaten auf den Augen? Wie viel ist hier die Munition? Was ist das denn hier? Laserfalle? Ne, das sind die alten. Schrot könnte ich eigentlich auch mal... Schrot könnte ich eigentlich auch wegpacken, ne? Gegenstände? Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder das war einfach keine richtige Waffe, ja. Oh, süß. Why do you think Skynet doesn't have their plans? Everyone's leaving. I think we Gut, should. also, wir haben zwei Erfahrungspunkte Where noch. to? Können wir eigentlich auch rausballern? Warte mal. Do you need anything? Jo, wo kriegt man so kristallblaue Augen? Can I Ja? see your hardware? Ist doch fake. Okay. Rote Plasma. Ach, krass. Mhm. Okay, ja, die können wir mal verballern, ey. Weg damit. Pistolenmunition. Weg damit. Sollen wir Just for Fun das mitnehmen? 500, was? Schaden? 550. Feuer... Ne, warte mal, was ist denn das? Was ist ein Snipe denn? Feuerrate... Ach, ich dachte, es wäre so ein kleines Mini-MG. Impulsmunition. Ach, da steht auch Scharfschützengewehr. Ja, sorry. Ich habe alles drumherum gelesen, mäßig, aber das nicht. Ah, typisch, Junge. Egal. Nee, dann nicht. Nee, dann lass mal. Ah, hier ist sie. Jacob, I didn't see you there. Where are you going? I'm going out scavenging. Don't worry. I'm past thinking about running away. Knowing how much you'd miss me made me not want to leave. Where's Patrick? He's getting ready. I'm taking him with me. I figure it's time for him to see what's out there. Is there something on your mind? Actually, I have a secret to tell you. You've a fan. Patrick really looks up to you. It's good for him to have a role model. And I don't think he could have chosen better. Thank you. It means a lot. Are you kidding? It's the least I can do for helping us all this time. If you hadn't found us back in Pasadena, I don't know what would have happened. Well, actually I do. Exactly what the others said would happen. People were talking about the Annihilation Line months before it came. My father, of course, tried to turn it all into a joke. But what did you think about it? I didn't know what to think. Travelers would bring all sorts of gossip with them. But this kept coming back. When Patrick asked me if I was scared, I lied.
and said that I wasn't. You could feel the mood change at the house. The community my father tried to build started falling apart. Fewer and fewer people were coming by, and if they did, they weren't always friendly. We started to notice things going missing. Little things at first. People got nervous, and with time, it even got to my father. Did it ever get to you? Of course it did. For the first time in my life, there were only the three of us at the house. After a while, my father changed the sign from welcome to beware. He put a lock on the door and started carrying a shotgun. I didn't even know he owned a gun. He always said he didn't believe in them. I wanted us to leave our house and run, but he didn't want to listen. Said it was the only place he could keep us safe. Thanks for letting me spill my guts like that. Is everything okay? You seem far away. Nothing can get past you, can it? I've been thinking about the day we met. I never told you how we really ended up there. You can tell me anything. I know I can. That's why you're the first person I'm telling this to. That day, loud hammering woke me up. When I came downstairs, I saw my father nailing the window shut. Through the crack, I saw them coming. Hundreds of metal heads and their red eyes. Even though they're just empty shells, I could feel the hate radiating from them. What did you do? I made Patrick stay upstairs and went back to talk to my father. We argued for a minute or two, and I tried to pull him away from the window. He pushed me away. I tried it again, but he shoved me. And this time I fell. I didn't recognize him as he was reaching for his shotgun. He said, I shouldn't worry about the machines. They wouldn't hurt us. I don't even remember how. But the gun was already in my hands. I closed my eyes and went someplace else. Didn't even hear the shot. I didn't hear Patrick's steps either. He saw you? He did. He was staring at me like I was a stranger. He didn't scream or cry, he just stared. I threw the gun away, grabbed Patrick, and tried not to notice the hole in my father's unmoving chest. As we ran, I could hear them coming, so we found somewhere to hide. Then you came. I wanted to tell someone about all this, but I was afraid to. I'm glad you did. I am too. We talk a lot about how heartless the machines are. And I started to think that maybe I was too. I probably would have convinced myself of that if it wasn't for you keeping me sane. Thank you for everything. I never thought I would find a friend in times like these. Tja. Is it true? Wo ist denn der Kleine jetzt? Wo bereitet er sich denn vor? Na gut. Well, what's with the dogs? Ja, Junge, ich hab das schon unter Kontrolle hier mit den Dogs. Hollywood Hills. Dr. Mack ist der Einzige, der die Verschlüsselung von Skynet knacken kann, damit wir die neuesten Skynet-Waffen nutzen können. Ich muss nach Hollywood Hills und ihm das Plasmagewehr der zweiten Generation bringen. Ach so, hat er das aufgenommen. Okay, gut, ich habe mich schon gewundert. Ey, wo ist es? Ich will es nutzen unbedingt. Lass mal ganz kurz gucken, wegen den Fertigkeiten. Ach, Platz, okay. Level 24. Inaktiv. Achso, das wollen wir wahrscheinlich vorher. Schlösserknacken. Ja, Schlösserknacken, dann haben wir das schon mal fertig. Rucksack, Härte, Tarnung. Hacken sind wir auch fertig. Herstellen.
Ja, Gegenstand Level 3. Ja, warte mal. Was ist denn das Level? Kann man das sehen hier? Hier, die violetten Plasmazellen, das ist doch bestimmt ein höheres Level, oder? Wahrscheinlich schon. You're alive. No time for that. Do whatever it takes to get everyone out of that shelter. Do you understand? They're not safe there. What? Why? God damn it. What does he mean? Get everyone out of the shelter? Freunde, wenn ihr jetzt noch am Start seid, erstmal Gratulation an euch. Ihr seid richtig cool. Danke dafür erstmal. Schreibt doch gerne mal als Codewort Hollywood in die Kommentare. Natürlich will ich mich natürlich auch darüber freuen, über einen Kommentar zum Spiel. Vielleicht habt ihr was Cooles zu erzählen. Aber gerne auch so als Beteiligung für den Algorithmus. Ihr kennt das ganze Spielchen. The Resistance needs your help. Mac! It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that? Because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model, the Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Are you there? How do I know you're not an infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are, so you should understand my concerns. Head up that hill. Kann man verstehen. You have to take a test for me. Test? Yes, to determine whether you're a Terminator or not. And be careful, I'm watching you. Alles klar. Oh, they're actually trying to fight you? Very clever way to make me think that you're not one of them. Unfortunately for you, I'm not that easily fooled. Okay, so einer ist es, der komplett durchdreht und paranoid ist. Aber auch das kann man verstehen, wenn er hier durchdreht, weißt du? In so einer Welt klar im Kopf zu behalten. Okay. Ich überlege gerade. Ah, komm. Vielleicht nehme ich mir gleich nochmal Zeit. Die Chips besser zu verteilen. We don't have time for any of this. Just tell me where you are. I am not a robot. Living tissue would make you a cybernetic organism, not a robot. Words have meaning. Conversations between human beings would be a lot easier if we all just trusted each other and understood the deeper meaning of what we said. Keep that in mind. This mansion is filled with Terminators. They've been trying to find me for a while now, all 8 of them. Well, I guess with you in there, that makes it 9. Junge, bist du dumm, Alter. Bist du dumm, ey. Hier keine Ressourcen. Nötigen Fertigkeiten. Ich wollte nämlich gerade gucken, was wir brauchen, um so ein Messer herzustellen. Okay, auf jeden Fall auch ein höheres Level. Werden wir Kunst von einer Maschine jemals anerkennen? Oh, interessante Frage. Interessante Frage. Wenn man das Los Angeles Modern Art Museum regelmäßig besucht, dann sind die Chancen gut, dass man ihre Werke bereits gesehen hat. Die jüngste Ausstellung in MAM mit dem Titel Farben des Abstrakten wurde vollständig von einem Computerprogramm namens Ines geschaffen. Ines malt schon seit Anfang der 1970er Jahre. Gail Wisher, Ines Schöpferin, hätte sich niemals vorgestellt, dass ein einfacher Algorithmus letztlich autonom werden würde. Es braucht mich nicht mehr. Tja, das ist ja eine gute Frage, ne? Sprengstoff. Ach komm, ey. Ist dein Ernst jetzt? Das ist doch nicht dein... Das ist nicht dein Ernst. Das haut mich da weg, Alter. Also bei manchen Explosionen passiert gar nichts.
Dann fliege ich da weg in alle Einzelteile. Na gut. Das soll doch Beweis genug sein, oder? Dass ich kein Terminator bin. So, wo hat er jetzt gespeichert? Hä? Hä? Ah, hier. Okay. Scheiße, die haben alle schon die neuen Waffen, ey. Okay, die geben direkt 130. Oh, okay. Ja, schön, ey. Komplette Salve nur ein Schädel, ey. Repair die Erfahrungspunkte. Du Schwein. Wo kommen denn die Schrot? Achso, ja, die haben wir gerade eingenommen. Boah, Alter. Ich denke jedes Mal, weil der komplette Bildschirm rot ist, dass ich tot bin, ey. Komm, verrecke. Ach, das ist schon der nächste. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Mein Rucksack ist voll, natürlich, natürlich. Ja, komm, ich brauche nur eine. Junge, halt dich. Na komm, wo ist er denn? Junge, so ein Blechhaufen hier, ey. Scheiße. Die hauen gut rein, ey. Die hauen gut rein. Okay, das müssten ja dann die letzten 3 sein, oder? Ich habe doch jetzt schon 5, oder? Ich habe nicht mitgezählt. Ja, das sah kurz so aus, als hätte er eine Perücke auf. Mit schwarzen Haaren, ey, das sah richtig komisch aus gerade. Da, schon wieder irgendwie. Ist das ein Grafikbug oder was? Zwei ist ein bisschen viel, 2 ist ein bisschen viel. Boah, ich bin fast tot. Der lässt sich nicht austricksen. Komm. Wie geil, wie geil war das denn? Verrecke doch jetzt, ey. Ey, Junge, wie ganz langsam die Waffe wieder wegging. Okay. Okay. Too bad there's no water in that pool. I'd have you jump in and see if you float. Wait, that's a different So, Fertigkeiten, Tarnung. Ja. Dann nehme ich halt einmal Sprengstoff. Ah, jetzt hätte ich wahrscheinlich die ganzen Minen entschärfen können, nochmal extra EP machen können. Ah gut, wir müssen nicht übertreiben, ne? Wir müssen jetzt nicht unbedingt übertreiben, ne? Great, you're here. Get on
that stage, quick. Alles klar. Wait here for a moment. My patience is wearing thin. Why am I even here? Here? On the stage, you mean? Because I wanted you to recite a poem. That's right. That's why I got you on this stage, to invoke the fear of public speaking in you. This will allow me to check your emotional response. Very important in these sort of tests. So, if you could go ahead and recite a poem. Why? Why? You know, machines are incapable of having a creative thought, so you're very inquisitive. I don't know whether that's good or not. Oh, now wait, be quiet. They regularly patrol this area. Don't let them see you. So you know I'm not a Terminator? Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Because I want you to grab something for me before I help you. Turn left. Das war ja klar. Drecksau, You leave du. the theater. There you'll find a plane crash site. My spider scout should be stuck somewhere around. Just grab it and bring it back to me in one piece. Das war ja klar, du miese Sau. Frag doch einfach, Junge. Completely took over this place. I could do something about that. Okay, Skynet Außenposten. Okay, hier sind die... Ah, doch. Lass es mal machen, oder? Lass es mal eben machen. Ach du Scheiße. Ganz schön viel Alarm hier schon wieder. Ganz schön viel Alarm hier. Ein bisschen Action. Was? Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt... Scheiße. Jetzt sind wir am Arsch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns die Munition ausgeht, ey. Die rote. Das ist ein Skandal, ey. Ich hoffe, ich habe noch Zeug zum Herstellen. Das hätte ich nicht gedacht. Wie viel hat er jetzt gemacht? 15 Schuss. Wow. Das gibt's doch nicht. Wieso? Hä? Tja, was ein Scheiß, Mann. Holy moly. Junge, was war das für eine Granate, die ich da geworfen habe? Bruder. Alter Schwede. Ja, das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon. Mann, das fuckt mich jetzt ab, die Munition. Ne, das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall die falsche Seite. Hier vielleicht ein bisschen was. Ja gut, aber das sind so viele.
Komm, 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 komm. Das war richtig Trick 17, ey. Respekt an mich selbst mit der Explosion. Scheiße. Wo ist denn der Schalter zum Hacken, ey? Scheiße, eigentlich muss ich den anderen auch anlocken. Den, vor allem. Ihn hat's gar nicht getroffen, oder was? Halt dich! Ich habe keine Heilung mehr! Ich habe nichts mehr! Hä? Was ist da? Was ist passiert? Ich sehe aus. Ach, die Mitte! Oh, Junge, ich habe gar nicht drauf geachtet. Okay. Oh Gott. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ey? Ja, das ist halt miese Scheiße, dass du halt einfach nichts machen kannst ohne Munition. Du kannst ja gar nichts machen. Du kannst ja gar nicht werden jetzt. Mir kann man doch wohl auch nicht sagen, dass ich schlecht loote hier, Alter. Das ist also, weißt du? Ja. Gut. Das ist natürlich jetzt absolute Scheiße jetzt. Ja. Tja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin jetzt aufgeschmissen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das passiert, wenn du gerade dein Sturmgewehr zum Beispiel verkaufst. Das ist ein Junge, ey, wirklich. Okay. Holy shit. Sehr gut. Langsam. Er nähert sich das Eichhörnchen, Junge. Ich muss wieder die Erfolgsleiter hochklettern. Langsam und stetig. Man hat zu sehr im Saus und Braus gelebt, ey. Okay. Tja, jetzt ist halt die Frage. Ich suche Erins Haus. Was genau suchen wir denn? Steht das da genau? So, ein bisschen Ringelpiez mit anfassen hier, schön.
Es wäre geil, das zu finden, was sie will und dann abhauen, ey. Scheißdreck, ey. Geh mal weg, ey. Mit der letzten Kugel. Mit der letzten Kugel. Und ich krieg auch keine Munition von denen. Ey, Leute, ey. Hier ist die Treppe, ey. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wie man nach oben kommt. Komm jetzt, wo ist denn das? Jetzt hier bestimmt irgendwo. Notizbuch. Liebe Aaron, ich konnte dich nicht finden, also hinterlasse ich diesen Brief. Ich hoffe, du kommst eines Tages nach Hause und findest ihn. Ich möchte keine Details hinterlassen, falls wir uns noch suchen. Die Spitzen habe ich im Schrank versteckt gelassen, wo ich vor dem Krieg gearbeitet hatte. Ein liebevoller Ehemann, Peter. Locker? Where would I find a locker nearby? Tja. Da. Ja, ich habe nicht einen Schuss Munition. Tja. Das ist richtig scheiße gerade, ey. Ohne Scheiß. Komme ich hier wieder hoch irgendwie auch oder so? Oder? Ach du Scheiße. Oh nein! Oh fuck! Oh fuck! Oh, wenn die so explodieren, hinterlassen die auch nichts. Hä? Er hat doch rote Zellen aufgehoben. Oder? Oder habe ich mich schon wieder verguckt? Richtige Scheiße gerade. Richtige Scheiße. Jetzt muss man hier so mit Tricks rumspielen, weißt du? Spring doch da hoch, es ist doch nicht so schwer. So, halt dich. Ich muss alles nehmen, was ich kriege. Ich muss alles nehmen, was ich kriege. Leute, das ist richtiger Survival-Kampf hier gerade. Oh, was macht er denn, Alter? Er slidet einfach. Okay, der war verbuggt.
Wo ist denn der Schalter? Das gibt's doch nicht, ey. Beweg dich nicht zu stark. Jede Kugel zählt. Wo ist denn der Terminal zum Hacken? Also sag mal, bin ich blind, Alter, in der Folge jetzt hier? Ich sehe ja nichts. Hacken. Ja, damit. Hier unten oder was? Ist es hier unten? Survival, Junge, Survival. Freunde, wer das jetzt noch hört, wenn ihr jetzt noch am Start seid, schreibt mal Survival, nächstes Codewort. Bleib liegen, ey. Wo ist denn das Ding jetzt zum Hängen? Das gibt's ja nicht. Das ist hier. Hier gehen die Kabel lang. Hier ist es endlich. Heilige Scheiße, ey. Scheiße, Mann. Scheiße, ey. Okay. Ficken. Sag mal. Oh ja. Oh ja. Und dann reicht es nicht mal für ein neues Level, ey. Das ist aber wirklich, ey, was soll ich da noch machen, ey? Okay, wie kommen wir jetzt dort rein, ey? Nimm's doch. Okay. That's the locker room. I hope it's not you, Peter. Liebe Erin, ich bin auf dem Weg nach Mexiko. Ich hoffe, dass du schon dort bist. Falls nicht, habe ich ein paar Vorräte für deine Reise dagelassen, in der Hoffnung, dass du zu mir kommst. Ich liebe dich und ich möchte, dass wir wieder zusammen sind. Wir sind schon einmal davon gelaufen. Wir schaffen das noch einmal. Dein liebender Ehemann. Poor Aaron. Yes, wir haben Level Up, Alter. Mein Gott, aber auch. Wir sind immer noch ein Level darunter. Herstellen. Rucksack. Ich spaß mir. Ich spaß mir. Junge. Was ein Struggle, ey. Im Saus und Braus gelebt, wie der Sonnenkönig und dann gemerkt, scheiße, Mann. Es ist Regen. Es ist einfach Regenzeit. Jetzt muss ich schon wie normale Sterbliche in dem Game einfach, weißt du?
Mir überlegen, dass ich den mit der Schrot wegschieße, den Scheißturm. Und nicht mit meiner geilen Rifle. Das kannst du auch nicht sein, oder? Okay. Nehme ich jetzt einfach den kompletten Weg außen raus? Kann man hier durch? I've got it. Good job. I'm in my vault in one of the... Warte kurz, Junge. buildings up the street. Meet me there. So. Junge, Junge, Junge. Ja, man muss schon sagen, die Umgebung hier sieht schon ordentlich hässlich aus, war. Aber ist okay. So, ja damit. Gut. Okay, Leute, ey, meine Fresse, ey. Was ein Struggle, ey. Was ein Struggle, aber wir haben es geschafft. Hoffe ich doch. Also nicht, dass es da gleich eine miese Schießerei gibt. Ohne dass ich nochmal die Chance bekomme, Munition zu bekommen. Hier hoch am besten, hier rein am besten, wahrscheinlich schon. Okay. Ach, dafür gibt's nicht mal Erfahrungspunkte. Und die aktivieren sich wieder. Ach du Scheiße, das hat ja gar nichts gemacht. Das ist ein richtiger Scheiß. This is it. So. Dr. Mack hat sich als unberechenbar und manipulativ erwiesen. Connor behauptet jedoch, er habe das Wissen, das uns gestatten wird, Skynets neueste Plasmagewehre zu nutzen. Ich hoffe nur, dass sich sein Vertrauen auszahlt. I know it looks tempting, but please do not destroy that plasma container. It powers this whole laboratory. Sorry for making you run around like that. But because of the recent increase in Terminator patrols, I couldn't get to that Spider Scout myself. Can I see it? Thank you. I have a gift as a token of my appreciation. While you were out looking for my Spider Scout, I used some leftover parts to make a new radio for you. I've been picking up your signal for a while now, and I imagine that Skynet has as well. So, I've made it harder to decipher. You won't have to worry about them eavesdropping. You've been listening, so you know why I'm here. Yes. Now, let me see that gun. What a beauty. I've got to tell you, if Skynet wasn't so gung-ho about killing everything,
What's interesting about it is that the matter inside is far more condensed. That way, it releases more energy on discharge, dealing much more damage. And also, its plasma blast is violet, so that's different. Can you bypass the encryption lockout so we can use it? Alvin couldn't. Alvin couldn't bypass an egg timer if his life depended on it. I'll do it, but it's not that simple. First, you'll have to bring me Skynet's latest security codes. Security codes? They will allow us to access Skynet's mainframe, but they change them regularly, so I need you to connect to any HK unit and download the newest security codes. To do that, you'll need my code reader. When I was excused from the shelter, they made me leave all my equipment behind. Alvin should have my code reader. Okay, is that everything? As far as the security codes go, yes. Then I'm moving out. Actually, I've got a question about that infiltrator that you have there. Is it intact? Or more specifically, its neural net CPU? I've been hacking Skynet's units and I'm noticing similarities in their patterns. I think I'm ready to reprogram the CPU from that infiltrator. It's more powerful than any other. Should I ask Baron about that too? No, she can't know about it. She would not approve. I know how this sounds, but you need to steal it for me. What? I'm the only one that can reprogram that chip. For some reason, Skynet has started to learn at a geometric rate. We need to prepare ourselves for whatever's coming, and I believe that having an infiltrator on our side will give us the advantage. Just think about it. Commander. Rivers, what's the status? Mac's alive. He will help us, but he needs a device he left at the shelter. All right, we can do that. Report to me when you get back. Over and out. Tja. Okay. Gebiet verlassen, ja, das wollen wir. Wenn uns Dr. Mac helfen soll, dann müssen wir ihm Skynets neueste Sicherheitscodes beschaffen. Die einzige Möglichkeit, um diese zu erhalten, besteht darin, mithilfe eines Code-Lesegeräts eine Verbindung zu einer HK-Einheit herzustellen. Dies ist ein spezielles Gerät, das Dr. Mac im Schutzraum gelassen hat. I have to say, you're doing quite well without my help. What are you doing here? You have to get the ones you care about to leave the shelter. They'll be in great danger if you don't do what I say. But remember, Jacob, that has to stay between us. Why? Because things need to play out the way they're supposed to, that's why. I have been here from the beginning. Each of your friends already knows the reason they need to leave. You just have to remind them. Can I tell Commander Baron? No, she won't allow it. Then she will start to question you and keep you away from your missions. That cannot happen. Who the hell are you? That, I can't tell you. It could change the choices that you make in the future, and we can't have that. So whatever happens, you can't know my identity. Not yet, at least. Ach, lass mich raten. Kann es sein, dass wir das einfach sind aus der Zukunft oder sowas? Ist es das einfach vielleicht am Ende? Oder hier der kleine Furz-Junge oder so? Irgendwie jemand, den wir kennen vielleicht? Do you know anything about a CPU that Mac wants me to steal? I do. If hacked, we could take over an infiltrator. Dr. Mac is capable of doing that. I'm not so sure if Alvin can. I think you should steal it. I think I'm more confused than I was before. Just stay focused. We'll see each other soon. Puh, könnte ja sein, wa? Aber ich will es natürlich nicht wissen, ja, ist ja klar. Ich will es natürlich nicht wissen. So, warte mal. So, Waffen natürlich direkt. Aha, zack, bam. Jetzt können wir die benutzen. Direkt Härte hier auch nochmal rein. Zack. Sehr gut. Gut, Freunde. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. So.
Und schätze mal, beim nächsten Mal gibt es dann nochmal das Finale, vor allem. Das Finale denn. Machen wir nochmal einen dicken Part. Obwohl die Parts sind ja sowieso alle relativ lang, aber einige von euch feiern das ja, finde ich sehr gut. Das ist überwiegend so der Fall hier auf dem Kanal. Welcome back, ich meine, dafür kommen jetzt nicht unbedingt bei solchen Projekten jeden Tag einer. Dann habt ihr auch ein bisschen Zeit, die zu gucken auch. Gut, ja. Warte mal. Gut. Oder was, ja? Na, willst du reden? Nee, okay. Hey, Jacob. Did you see Jennifer on your way here? Isn't she here? She hasn't come back yet, but I'm sure she's fine. About Hollywood Hills. How did it go? I've been to Hollywood Hills and found your old house. Did you? I found Peter's body there. They got him, but he left you a letter. I'm sorry. I have to get back to work. God knows there's plenty to do. Aaron. What, Jacob? Do you understand what I'm saying? And what do you want me to do about it? Weep for him in front of you? Believe me, I have plenty of sleepless nights in my future. But excuse me if I'm not gonna make a spectacle of myself in front of everyone. I want to be left alone now. Ja, kann man verstehen. Kann man verstehen. Do you need anything? Ja, Can I see warte your mal. hardware? Okay. Also die Laserfallen kannst du auf jeden Fall schon mal haben. Junge. Scheiße teuer war das. Haftbombe kannst du haben. Gewehrmunition ein bisschen weg. Kaufen wir jetzt einfach das geile Zeug, Mann. So, zack. Oh! Hat er das jetzt Do abgespeichert? you need anything? Can I see your hardware? Nee, hat er nicht. Oh, weil ich zweimal Kreis gedrückt habe, schnell hintereinander. Mann. Have you heard that Dr. Max still Gut. Okay. Yeah, if I ever get my hands on him, I swear. Huh, you're back. How is Hollywood Hills? Crawling with Terminators. And what about Mac? How's he? Is he compliant? Fine, but he needs Skynet security codes if we want him to reprogram that plasma rifle. Fair enough. Talk to Alvin about that. Okay, I will. Did Mac say anything else? Nö. No, that's all he said. Okay. Talk to Alvin about those security codes and then come back to my quarters. I'll tell them to let you in. And one more thing, talk to Ryan. That buggy's been sitting there broken for too long. See if something's going on. I've got a suspicion that he's hiding something from me. Okay. Gut, Ja. Ach, Freunde, wisst ihr was? Wir machen denn hier jetzt an der Stelle Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Liken, kommentieren. Aber ich denke mal, wenn ihr euch das komplett reingezogen hattet ihr Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann sicherlich mit dem Finale. Und ja, haut rein.